Wir leben in einer Matrix. Wir leben in einem System, welches uns gefangen hält. Und du fragst dich vielleicht, wie kommst du hier raus? Darum geht es in diesem Video. Hi, mein Name ist Marco Lorenz, ich bin Bewusstseinscoach, Bewusstseinsforscher und ich möchte mit dir heute über die Matrix sprechen und über das Matrix-System und über das System, wie du dich von der Matrix befreien kannst. Es ist ein sehr spannendes Thema und ich möchte mit dir zuerst als allererstes möchte ich ein Zitat dir vorlesen. Anhaftung an die Vergangenheit ist eine Krankheit, von der sowohl die Lebenden als auch die Toten betroffen sind. Konsensbasierte Realitätskonstruktion bedeutet so ähnlich wie, wenn wir eintauchen in das Thema Matrix, ja, dann kannst du dir tatsächlich vorstellen, dass wir Menschen und diese Realität ist eben nichts anderes als eine virtuelle Simulation aus meiner Erfahrung, die ich bisher gemacht habe. Das bedeutet, dass wir uns wie eingeloggt haben in ein Computerspiel und dieses Spiel basiert auf einem Programmierer, also jemand, das programmiert, in einer Realität. Ich nenne diese Realität die wahre Wirklichkeit. Wir werden dann später noch dazu zu sprechen kommen, wie man aus der Illusion in die Wirklichkeit kommt. Das hat sehr viel mit Glauben zu tun und sehr viel mit Bewusstseinszustand und Filter im Gehirn. Und dieses Bewusstsein hat diese Realität erschaffen. In dieser Welt ist alles ein Programmcode, also du hast einen Quellcode. Dieser Quellcode sind diese fraktalen Systeme und die erschaffen in der fraktalen Realität sozusagen dann Gedankensysteme, die dann diese Realität erschaffen und das Bewusstsein geht dann in die Individualitäten hinein und erlebt diese Realität als eine Art virtuelle Simulation, vergisst aber, dass es der Spieler ist und damit ist es sozusagen, erlebt es alles aus den Filtern des Gehirns und die Filter des Gehirns sind die Systeme, die auf Basis deines Glaubens, deiner Erziehung, deiner Religion, deines Umfeldes, deiner Erziehung und so weiter und so fort. Ich habe ein eigenes Video gemacht, das nennt sich die 12 Systeme der Verhaltenssteuerung. Wenn du lernen willst, wie dein Verhalten kontrolliert wird von den Systemen, schaust dir unbedingt an. Sehr, sehr spannendes Video. Da gibt es 12 Systeme, die deine Reaktionen auf die Ereignisse kontrollieren. Nach diesem Video wirst du auf jeden Fall viel reflektierter durch die Welt laufen, die Menschen und dich selbst durch eine ganz andere Brille sehen. Auf jeden Fall sind wir diese Individualität und befinden uns in dieser Welt, wobei diese Welt eine Illusion ist. Diese Illusion basiert auf Denkmustern und Denksystemen. Ja. Und das ist so der Kern der Matrix. Ich empfehle dir auf jeden Fall nochmal dieses Video anzuschauen mit den 12 Systemen der Verhaltenssteuerung, weil es einfach das Filtersystem ist, welches da ist und dich in diesen Nebel hält. Ja. Mit Nebel meine ich in dieser Illusion. Ja. Also Illusion Mensch ist nichts anderes wie der Zustand, der Bewusstseinszustand des Menschen basiert auf einer Illusion, die nicht real ist, weil es nur ein Denkmuster ist auf Basis des Gehirns und das Gehirn denkt auf Basis der Vergangenheit und projiziert auf die Zukunft. Somit bist du nicht im Jetzt. Bist du komplett im Jetzt, ohne deine Filter im Gehirn, bist du im Sein, dann wirst du merken, wie du immer mehr in die wahre Wirklichkeit kommst mit deinem Bewusstseinszustand. Und wenn die Filter komplett weg sind, sprich du verlierst deinen Verstand, dann bist du da, dann bist du im Jetzt, dann bist du im Augenblick. Und diesen Zustand wirst du erst verstehen. Alles andere ist das Ego, welches versucht, etwas zu verstehen, wie so ein Taschenrechner, und du versuchst dem Taschenrechner zu erklären, was Liebe ist. Ja, dann wird der nur anfangen zu rechnen und irgendwelche Formel ausspucken, die keinen Sinn ergeben. Und deswegen ist es wichtig, das zu verstehen. Ja. Also es gibt verschiedene Denksysteme, die den Menschen in der Illusion halten oder in der Matrix halten. Und die Denksysteme sind, ich habe hier neulich eine Seelenreise gehabt und da habe ich das im Buch aufgeschrieben. Es gibt zwei Arten von Bewusstseinszuständen, also einmal die Wirklichkeit und dann die Illusion Mensch, ja? Die Human Experience. Vergleichen wir mal die Sachen miteinander.
Die Wirklichkeit ist das Sein. Also du bist einfach nur. In der Illusion bist du der Denker. Also du denkst über alles nach, versuchst alles zu hinterfragen, siehst etwas, musst schon drüber nachdenken und das erschafft ein Energieverbrauchssystem, welches immer alles berechnen muss und über irgendwas quatschen muss. Ja. Dann ist es die Denkweise, wenn du anfängst, also wie du rauskommst aus der Matrix, ist folgende: Du änderst lediglich deine beschränkte Denkweise und wandelst sie um in die Denkweise der Vollkommenheit, ja, der Einheit. Ja. Und damit wirst du merken, wie dein Bewusstsein sich schön langsam aus der Illusion in die wahre Wirklichkeit schiebt. Ja. In der Wirklichkeit siehst du alles als vollkommen, ja, weil du bist vollkommen. Den riesengroßen Körper, wir sind alle aus demselben Stoff gemacht. Alles ist eins. Und es ist ein Bewusstsein dahinter. Es ist alles vollkommen, das diese Realität erschafft, das diesen Moment erschafft. Denkst du in dieser Vollkommenheit, dann löst du dich von der Illusion ab. Denkst du, als es unvollkommen oder du bist unvollkommen oder die Menschen oder was auch immer, dann hält dich diese Denkweise der Unvollkommenheit in der Illusion. Ja. Dann haben wir auf der einen Seite Bewusstheit, also je bewusster du bist, je klarer du bist, desto mehr bist du in deiner Wirklichkeit. Je unbewusster du bist, je mehr deine 12 Systeme der Verhaltenssteuerung greifen, desto unbewusster wirst du und desto mehr tust du, was deine Erziehungen, dein Hormonhaushalt und so weiter dein Lenken gibt. Ja. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, weil es den Rahmen des Videos sprengen würde, das ist eine ganze Liste. Aber wenn du zum Beispiel das Konzept der Trennung hast, also der Mensch sieht sich als getrenntes Wesen und als Individuum und als nicht in der Einheit, dann wird der dementsprechend dualistisches Denken erzeugen und dieses wird ihn loopen im menschlichen Bewusstseinszustand. Fängst du an, in der Einheit zu denken und dass alles eins ist und dass alles miteinander verbunden ist und dass jeder Mensch vor dir ein Spiegel von dir ist, ja, dann wirst du merken, wenn dieses Denken immer passiver wird, dass du die immer mehr aus der Matrix ziehst. Ja. Dann, ich werde noch eine Sache sagen, hier ist eine ganze Liste. Im Buch Das große Mysterium gehen wir sehr detailliert auf diese Konzepte ein, die einem in der Matrix halten. Also im großen Mysterium heißt es, du träumst. Und die Matrix und der Zustand des Menschen ist ein Traumzustand. Deswegen träumen auch die Menschen, weil es spiegelt ihnen den Tag. Wenn sie am Tag träumen, dann träumen sie in der Nacht. Wenn sie in der Nacht luzid sind und komplett bewusst und klar, dann oder gar nicht träumen, ja, dann sind sie am Tag klar und bewusst und bei sich. Ja. Und deswegen wird das im Buch sehr, sehr detailliert behandelt. Falls du das Buch noch nicht kennst, schau dir mal hier die Leseprobe an oder bei dem Big Mystery. Wenn das Buch fertig ist, dann kannst du es dann auch auf Amazon holen. Ja. Sehr, sehr spannendes Thema, vor allem das Thema Matrix und Traum und Aufwachen aus dem Traum. Ja. Das ist sozusagen der Kern des Buches. Ja. Dann geht es in diesem Buch auf ein Kernthema ein, und zwar auf das Thema des Mangels. Ja. Weil im Buch heißt es, dass jede Gewalttat, jeder negative Zustand, jede negative Bewertung immer die Wurzel eines Mangeldenkens hat. Das heißt, man muss sich seine eigenen Mangeldenksysteme im Gehirn anschauen und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, die 12 Systeme der Verhaltenssteuerung zu kennen, damit du weißt, welche Systeme erschaffen in dir und welche Mangelsysteme sind aktiv, damit man sich davon befreien kann. Weil wenn man sich davon befreit, dann befreit man sich von der Wurzel des ganzen Übels, was dich im menschlichen niedrigen Bewusstseinszustand hält und dich in der Illusion hält. Und wenn du nicht mehr im Mangel bist, dann erschaffst du nur noch Fülle, dann kommst du schön langsam in die Einheit und dann bist du irgendwann in der wahren Wirklichkeit. Ja. Hier steht, gefangen in der Blase seiner eigenen Denkweise. Bringe sie zum Platzen, sie hält dich in der Illusion. Es ist eure beschränkte Denkweise, die euch von der wahren Wirklichkeit fernhält. Darin denkt ihr einfach nur, und zwar über alles. Ja. Auf der anderen Seite, in dem Seinszustand ist es so, er erinnert sich an die Wahrheit. Er ist in der Einheit, im ewigen Sein, im ewigen Jetzt. Denkt nicht, er erlebt einfach nur. Er ist sich seiner selbst bewusst. Darin liebt er einfach nur. Das ist so ein kleiner Ausschnitt aus dem großen Mysterium.
wo es darum geht, wie man aus der Matrix rauskommt, und da geht es halt sehr, sehr viel um das Auflösen der Denksysteme, die dich dort festhalten in diesem konsensbasierten Realitätskonstrukt. Ja. Weil es ist sehr, sehr wichtig, steht hier in dem Buch, weil wenn du stirbst, dann kommst du in eine andere Realität, die deiner konsensbasierten Glaubenssystem sich anpasst und dich dann dort abholt. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig, weil das Bewusstsein hat erkannt, wenn es einem rausholt, zu sehr aus seinem Glauben, dann kann es passieren, dass die Individualität auf etwas hängen bleibt. Ja? Das heißt, das Weltbild wird komplett gecrashed und man kommt damit nicht klar, weil es Überforderung ist. Ja? Kennen wir ja so auch im Leben. Ne? Und deswegen heißt es im großen Mysterium, dass wenn du stirbst, kommst du in eine Realität, die deinem konsensbasierten Glaubenssystem gleicht. Also wenn du das Konzept von Gut und Böse, von Satan und keine Ahnung was glaubst, dann wirst du in eine Welt kommen, die dem entspricht und deine Frequenz und deinem Zustand entspricht. Und dann fängt der ganze Loop halt von vorne an. Ja? Und wenn du aber jetzt als Mensch dich löst von diesen Systemen, dann wirst du in einer anderen Realität aufwachen, die eher einem Paradies gleicht, weil dort dieses Denkweise nicht mehr vorhanden ist. Ja? Und deswegen sehr, sehr wichtiges Thema. Und wie gesagt, schau dir mal die Leseprobe an von Großem Mysterium. Falls du dies schon gelesen hast, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir einen Kommentar unten reinschreibst, was du über die Leseprobe sagst, was ist deine Meinung dazu, das würde mich sehr, sehr wissen. Unabhängig davon weißt du vielleicht, dass ich Anfang des Jahres einen schweren Motorradunfall hatte und beide Hände im Gips waren, viele Monate. Ich konnte nichts machen, keine Videos, ich war nur im Bett diese Zeit, und in dieser Zeit hat YouTube meinen YouTube-Kanal genommen und hat ihn zerquetscht, und der Algorithmus hat nicht mehr gegriffen und meine Videos werden nicht mehr so gesehen wie früher, und deswegen würde ich dich bitten, einfach den Kanal nochmal zu unterstützen, indem du einfach einen Kommentar machst, indem du ein Like gibst oder das Video an deine Freunde teilst. Dann werden wir mehr Bewusstheit damit in die Welt bringen, und du wirst meine Arbeit, die ich mache, maßgeblich unterstützen damit. Das wäre mir eine riesengroße Hilfe. Ja. Wenn du möchtest, dass ich noch mehr vom großen Mysterium vorlese, dir noch ein paar Beispiele sage, dann schreib es mir in den Kommentar bitte. Schreib es mir in den Kommentar, und als Schlusswort möchte ich dir noch einen Satz vom großen Mysterium mitgeben. Dieser Satz ist sozusagen mein Schlusswort für das heutige Video, und zwar lautet der Satz: Ich liebe diesen Augenblick. Wie kann ich Körper und Seele versöhnen? Diese Frage impliziert darauf, dass Körper und Seele nicht versöhnt sind. Euer Körper ist nichts anderes wie ein Auto. Solange ihr einsteigt, sitzt ihr am Steuer und fährt durch Raum und Zeit. Habt ihr mit eurem Auto ein Problem? Wenn ja, dann habt ihr mit euch selbst ein Problem. Wenn euer Fahrzeug eure Anweisungen nicht gehorcht, dann gibt es einen deftigen Grund dafür. Euch soll etwas offensichtlich gezeigt werden. Zuerst wird versucht, dies in der Außenwelt zu spiegeln, doch ihr träumt und seid euch dessen nicht bewusst. So nutzen wir eure Körper, um euch zu zeigen, worüber ihr euch bewusst werden solltet. Der Körper ist ein wundervolles Mittel, um euch sehr schnell und effizient und anschaulich zu zeigen, was in euch los ist. Alles resultiert auf eurem Zustand. Somit ist euer Zustand das, was euch gezeigt werden soll. Dieser basiert auf euren Gedanken. Ja, wenn ihr ein Problem mit eurem Fahrzeug habt, dann habt ihr ein Problem mit eurem Bewertungssystem. Ändert eure Bewertung, dann ändert sich euer Zustand. Wenn ihr Körper und Seele versöhnen wollt, dann schließt Frieden mit eurer Vergangenheit, mit anderen Menschen und lernt euch selbst und anderen zu vergeben.